Ja, wir fangen heute mal ein bisschen anders an mit dem Video. Der eigentliche Vorspann oder das eigentliche Intro wird gleich noch erscheinen. Ich dachte mir, ich muss da mal eben auch ein paar Sätze aus dem Off dazu sprechen. Wir haben euch jetzt hier erstmal ein Luftbild der Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld aus dem Jahr 2010 eingeblendet, nur um überhaupt irgendwie mal einen Opener zu haben mit einem Bild. Da kann man schon mal so ein bisschen selber für sich gucken, wie das da so aussieht, wie groß das Ganze ist. Mir ist diese Kaserne quasi, ja, ich sag mal so, vor die Füße gefallen. Aufgrund meines kleinen Waldstücks, welches ich im Saarland habe. Da habe ich da mal geguckt, was ist in der Gegend eigentlich noch, was könnte man da eventuell verfilmen. Und dann habe ich gesehen, da steht eine Kaserne leer. Dann bin ich da mal hingefahren, einfach auf gut Glück. Habe mal geschaut, wie ist das da so vor Ort. Dann habe ich gesehen, das Ganze ist gut überwacht. Da waren keine Spuren vom Vandalismus, sage ich mal, so von außen erstmal erkennbar. Und dann stand da auch die Telefonnummer oder die Adresse einer Weiterentwicklungs- oder einer Projektgesellschaft dran. Da mit denen habe ich Kontakt aufgenommen. Das hat dann letzten Endes noch gut 1,5 Jahre gedauert, bis ich dann letztlich das Go bekommen habe, das Ding hier zu dokumentieren. So erstmal meine Geschichte dazu. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass wir das so haben machen können. Ich blende euch jetzt nochmal eben ein anderes Bild ein und dann gehen wir so ein bisschen auf die Geschichte der Kaserne ein, wobei ich da nicht allzu viel zu sagen kann. Man findet nicht viel zur Historie der Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld. Es gab auch eine Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr drüber. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Hilft uns hier allerdings nicht weiter. Grob kann man sagen, das Gelände oder die Kaserne wurde 1959 erbaut und wurde 2014 dann von der Bundeswehr aufgegeben. Ihr seht hier auf diesem Bild, auf diesem Wegweiser innerhalb der Kaserne, was ganz oben steht. Und da steht das Kommando der 2. Luftwaffendivision. Das machte auch hier einen, sag ich mal, Großteil der Belegschaft aus. Die 2. Luftwaffendivision war hier laut der Datenbank von 71 bis Mitte 2013 entsprechend stationiert. Was hier sonst noch auf dem Schild steht, das könnt ihr eben der Grafik entnehmen. Mein Kanal beschäftigt sich ja nicht so sehr mit der Historie eines solchen Geländes oder mit der Historie verschiedener Einheiten da drauf und was die gemacht haben und mit wem die wieder verbunden waren und so weiter und so fort, sondern ich dokumentiere ja die Ist-Zustände. Zu den Ist-Zuständen kann ich euch auch noch eines sagen: Wenn ihr das Video hier seht, ist diese Kaserne oder diese Gebäude, die wir sehen, sind dort Geschichte. Entweder sind die komplett umgebaut und nachgenutzt oder sie sind schlichtweg abgerissen. Ein Großteil wird mit Sicherheit abgerissen sein. Das werdet ihr auch im Video sehen können. Der Zahn der Zeit nagt dort doch erheblich und diese Gebäude, die dann da stehen, sind auch einfach, ich sag mal, für eine zivile Nutzung kaum irgendwie nachnutzbar. Das nur mal eben vorweg. So, und jetzt gehen wir mal in den Außenbereich und starten das Video und ich wünsche euch da viel Spaß bei. Und mit diesen ersten Eindrücken vom Abriss der ersten Abschmierrampen heiße ich euch herzlich willkommen dort, wo ich euch ja gerade schon im Off quasi herzlich willkommen geheißen habe. Wir befinden uns hier in Birkenfeld in der ehemaligen Heinrich-Hertz-Kaserne. Der Dennis ist dabei, der unterstützt mich hier tatkräftig heute, denn wir haben hier volles Programm. Wir können hier quasi in jedes Gebäude reingehen. Alle Türen stehen uns da offen und es ist so, es ist leider in Anführungsstrichen so, man überlegt sich ja vorher für sich selber, moin erstmal, man überlegt sich für sich selber ja immer so einen Ablauf. Man macht sich Gedanken, wenn wir da sind, was machen wir dann, wo fangen wir an und so weiter und so fort. Und jetzt ist das aber doch alles ganz anders. Denn der Mann, der uns das hier ermöglicht hat, schönen Dank nochmal, Herr Essig, der hat hier noch Termine und so weiter auf dem Gelände. Wir können also gar nicht so starten, wie ich das jetzt gedacht hatte. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir sind also jetzt mittendrin, mitten in der Anlage und wir fangen jetzt hier unser Video an. Und zwar das erste Gebäude, was wir uns hier vornehmen werden,
ist dieses hier, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, was kommt da überhaupt auf uns zu, was war da mal drin. Das sieht nach einem Gesellschaftsgebäude aus, vielleicht ein Küchengebäude. Wir schauen mal. Die Gebäudenummer 21. Ja, dann legen wir mal los. Ich nehme euch jetzt hier direkt mit an die Hand. Wir machen da erstmal so eine One-Take-Mission draus und schauen mal, was uns hier erwartet. Allgemein ist der Erhaltungszustand der Kaserne, sehr gut, weil die hier wohl durchgängig überwacht wurde. Und deswegen hält sich das hier mit der Randale oder mit irgendwelchen Leuten, die was kaputt machen, hält sich hier sehr in Grenzen, beziehungsweise ist eigentlich gar nicht vorhanden. Das spielt uns natürlich total in die Karten, weil wir die Kaserne hier in diesem wunderbaren Zustand einmal abfilmen können. Gut, hier sieht man nackt der Zahn der Zeit. Das Ganze steht, ich glaube, seit 10 Jahren jetzt leer. Ich meine, seit 2014 ist das verlassen. Und ja, wenn man sich nicht kümmert, kommt natürlich überall das Wasser rein. Gut, hier im unteren Bereich haben wir noch ein paar Räume. Hier stehen ein paar Spinde noch drin, aber Dennis kommt mit der Lampe. Da haben wir die typischen Bundeswehrspinde. Ja, was sich hier mal drin befunden hat, vermag ich jetzt so erstmal nichts zu sagen. Wir gucken. Das ist auf jeden Fall das Nummer 105. Hier liegt noch irgendwas in Olivgrün liegt da noch rum. Lassen wir mal liegen und gehen hier mal weiter. So, dann haben wir hier sanitäre Einrichtungen. Einmal hier für die Mädels und für die Jungs. Ich denke, das Wesentliche, das Interessante wird oben auf uns warten. Hier haben wir noch den Stabsunteroffizier. Der liegt am Boden leider. So, dann nehmen wir mal den Hund an der Leine. Komm mal her. Dann gehen wir jetzt mal hier diese Treppe hoch. Ja, man sieht schon, dass das hier alles richtig feucht geworden ist. Ich kann euch jetzt auch noch nicht sagen, jetzt gerade kann ich euch noch nicht sagen, welche Gebäude erhalten bleiben und welche abgerissen werden. Das habe ich entweder vorhin schon im Vorfeld aus dem Off geklärt oder wir machen zu jedem Gebäude, wo wir drin sind, eine entsprechende Einblendung, inwiefern das erhalten wird oder nicht. Ja, das ist so ein bisschen wild jetzt gerade, weil hier ist echt viel los. Hier gab es also scheinbar Fahrschule, denke ich, war hier wohl drin. Also von Küche kann hier jetzt erstmal so keine Rede sein. Ausbildungsgebäude, ne? Ja, das ist, glaube ich, hier Fahrschule, würde ich sagen. Auf jeden Fall was Technisches. Ja, so die 204, da gucken wir auch mal eben rein. Was haben wir hier noch? Ah ja, Anfahren in einer Steigung. Gut, das sind alles ganz klar Fahrschulinhalte. Ja, hier hat man dann schon entsprechende Bohrungen gemacht bezüglich des Umbaus bzw. des Abrisses. Also dieses Gebäude hier, da gehe ich ganz stark von aus, das wird abgerissen. Das wird man wohl nicht sanieren. Okay, wir gehen hier mal weiter. Einmal durch das Ding durch. Hier haben wir eine sehr schönes Atrium haben wir hier. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Ich weiß gar nicht, ob das... Ah ja doch, klar, ich stehe direkt davor. War hierdurch dann mal begehbar. Gucken wir hier mal rein. Ausbildung steht da dran. Oh, hier haben wir noch ein schönes Pult. Die, weiß ich nicht, Frau Nauert hat hier vielleicht mal referiert. Schöne Eindrücke hier aus dem Gebäude. Hier ist auch noch eine Ansammlung an irgendwelchen Stühlen. Ja, die üblichen Putzspinde waren das bei uns auf jeden Fall zu der Zeit. Und dann haben wir hier noch so eine Ziehharmonika-Tür. Ja, der Dexter ist ein bisschen aufgedreht, weil er nämlich jetzt gerade fast 5 Stunden im Auto saß.
Da war noch nicht so viel möglich an Bewegung. WC Herren, ja, ich blende da nur mal eben kurz rein. Wir haben auch hier in der Kaserne, wir haben jetzt eigentlich kein Zeitlimit, aber es ist ja doch so, es gibt so viele Kleinsträume, da können wir natürlich jetzt nicht irgendwie alles genauestens anschauen und so. Das reicht dann auch, wenn man da mal eben einmal durchschwenkt und das dann mal eben so zeigt. Und so werde ich das jetzt hier bei den Räumen auch halten, wenn jetzt nicht hier irgendwie noch was ganz Interessantes zum Vorschein tritt. Das ist auf jeden Fall alles noch das schöne alte Mobiliar der Bundeswehr, das die Soldaten heute gar nicht mehr kennen oder eventuell noch, weil noch irgendwo älteres Mobiliar rumsteht. Aber eigentlich ist das ja alles schon seit 15 Jahren bestimmt geändert worden. Das ist übrigens ein Telefon für alle, die es nicht kennen. Ja, hier haben wir auch noch mal irgendwie einen Schulungsraum. Gehen wir noch mal weiter hier im Kreis. Ja, das ist hier alles sehr, ja, leider sehr nass, sehr feucht geworden hier die Geschichte. Das ist alles kaputt. Die Räume sind so nicht näher beschrieben. Das ist einfach allgemein, ist das hier Ausbildung. Hier ist Eintritt verboten, der IT-Technikbereich ist da irgendwie. Gucken wir mal eben. Oh, das ist natürlich noch ganz schön. Noch eine Garderobe. Und hier haben wir doch auch wirklich noch IT-Technik drinstehen. Aber na gut, ob da noch irgendwas überhaupt von Interesse ist, das ist, glaube ich, alles auch nur noch Kabellage irgendwie. Ja. Lagerraum Verbandsgemeinde. Ja, das ist halt der Lagerraum der Verbandsgemeinde. Ach so, da fällt mir doch auf. Hier waren wir ja gerade auch schon. Das war dann der erste Raum. Ja, da sind wir hier oben durch. Ich schalte das jetzt erstmal wieder aus. Wir müssen auch so ein bisschen Akku sparen. Und wenn ich noch irgendwas Interessantes hier finden sollte in diesem Raum, nehme ich euch wieder dazu. Ansonsten sehen wir uns gleich draußen wieder. So, da sind wir wieder. Das Gebäude hinter uns. Die Gebäude Nummer 21. Dieses, ich sage jetzt einfach mal Fahrschulgebäude. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und wir schauen jetzt mal in dieses Gebäude hinein. Da müssen wir kommen da rein durch den Bundeswehrschutzraum. Das heißt, da vorne über die Treppe kommen wir da rein. Hier vorne ist das wohl verschlossen, aber ich möchte natürlich trotzdem mal eben kurz die Eindrücke festhalten, wie das hier aussieht. Das ist also hier Gebäude Nummer 18, dieser Block. Ganz interessant. Auch die Farbgebung hier, das gefällt mir eigentlich alles sehr gut. Hier haben wir noch so einen dicken Findling liegen. Dann gucken wir einmal kurz hier vorne. Hier ist auch der Unterrichtsraum, der U-Raum. So sieht das Ganze hier aus. Hier haben wir allerdings keine Wandbemalung. Das haben wir sonst ja auch gerne mal. Ist ja sonst gerne auch mal in Kasernen. Wechsler, komm mal hier hin. Und dann schauen wir mal eben kurz, wie sich das hier am Eingang verhält. Ihr seht, die 18. Oh, guck mal hier. Das hatte ich jetzt so mit solchen Türen gar nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass da vielleicht auch Türen mit Glaseinsätzen drin sind. Habe ich schon mal irgendwo gesehen, kann ich jetzt aber nicht sagen, in welcher Kaserne das war. Hier haben wir, ist das denn überhaupt ein Mülleimer? Wahrscheinlich war das mal als Mülleimer gedacht. Ich kann es gar nicht sagen. Egal, so, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu kleinteilig hier. Ne? Wir müssen natürlich so ein bisschen mehr auch an das große Ganze denken. Hier sieht man irgendwie auch nichts so richtig. Deswegen sehen wir jetzt mal zu, dass wir ins Gebäude reinkommen. Und dazu verlegen wir jetzt zu der Treppe. Jetzt müssen wir doch erst mit einem anderen Eindruck weiter, weil das Gebäude Nummer 18 ist doch nicht offen. Wir haben aber hier von oben schon mal einen Ausblick auf den T-Bereich, sage ich mal. Da läuft auch
hier ein Kompressor und sowas, eben halt aufgrund dieser jetzt beginnenden Abrissarbeiten. Wir befinden uns jetzt allerdings als kleine Entschädigung wenigstens hinter dem Gebäude Nummer 18, welches ich euch dann von dieser Seite wenigstens eben abfilmen kann. Und wir gehen dann noch mal eben an der Seite entlang. Wir werden uns dann von hier aus zu einem weiteren Gebäude bewegen. Und das ist, tut mir leid, ich kann es gerade nicht sagen, wo wir da hinfahren. Wir nehmen dieses Ding da oben mal in Augenschein. Was das ist, weiß ich auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Und ja gut, hier ist halt die 18. Der Dennis ist schon in einem Auto. Ja, da gehen wir jetzt hin. Oder schalte ich euch wieder zu? Ja, kurze Planänderung. Ihr seht in der Verlängerung die Nummer 18. Hier sind wir am Block Nummer 17. Hier steht ebenfalls so ein Findling. Ich gehe davon aus, dass hier auch mal irgendwie Kompaniewappen oder ähnliches dran angebracht war. Weil wir haben gedacht, bevor wir jetzt noch wieder zu einer komplett anderen Struktur wechseln, gucken wir doch mal eben, ob einer dieser Unterkunftsblöcke offen ist. Und bei der Nummer 17, da haben wir jetzt Glück gehabt. Da unten ist der Zugang durch den Bunker offen. Jo, da gehen wir jetzt mal runter. Und dann schauen wir mal, wie das da in diesem Block aussieht, was man da noch so von sehen kann. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Block dann stellvertretend für die anderen Gebäude hier, anderen Unterkunftsgebäude sein wird. Weil sonst ufert das natürlich hier auch aus. Ich hoffe, dass wir hier einigermaßen schöne Eindrücke haben werden. Ja, wir sind jetzt unten im Keller angekommen. Hier haben wir zunächst mal zwei dieser Bunkertüren, dieser Drucktüren. Die rechte steht offen. Hier haben wir auch rechts ein schönes Garagentor. Da wird auch immer irgendwelches Material gelagert, was der Spieß oder wer auch immer gebraucht hat. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier so rein und schauen mal, wie sich das Ganze hier verhält. So, im Bunker angekommen. Ich muss mal eben etwas wackeln, tut mir leid. Warten Sie. So, im Bunker angekommen. Gehen wir erstmal hier rechts in diesen Bereich rein. Hier haben wir, wenn wir eine Tür mit einem Durchlass, 110, danke. Ich habe einen Sturz, 110. Hier konnte man, das konnte man auch verschließen, das ganze Ding. Ich weiß nicht, wofür es war, ob es auch irgendwas mit Dekontamination zu tun hatte oder einfach nur, dass man überhaupt gucken konnte, wer sich hier befand. Dann haben wir hier dieselbe Struktur, dieselbe Tür. Das ist so eine Holztür, allerdings auch nur. Dann haben wir hier noch diese, was steht denn überhaupt dran? Schuhwerk. Ja, Schuhwerk steht da dran. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, das muss man erst auch wissen, die Struktur, wofür es dann letzten Endes gebraucht wurde. FA, FB, das habe ich so in der Form, beziehungsweise auch in diesem Erhaltungszustand eigentlich auch noch nicht gesehen in der Kaserne. Das ist meistens alles nur noch Schrott. So, Duschanlage. Also das ist dann die Dekontaminationsdusche. Da gehe ich doch ganz stark von aus. So, das ist natürlich schön gemacht. Alles genau beschrieben, die einzelnen Gänge, die man hier machen kann, muss. Die Nachkontrolle, ja, da haben wir das Bundeswehr-typische Panzerband. Da wurde dann nochmal die 113 als Raummarkierung draufgeschrieben. Hier wäre dann der Ausgang. Aufnahme der Bekleidung. Ah ja gut, das ist dann die letzten Endes die saubere Bekleidung, die man bekommt, wenn man dann hier reingeht. Und deswegen Schuhwerk wird auch einfach sein, da musste das Schuhwerk hingestellt werden, was man eben anhatte, wenn man hier von drinnen nach draußen wollte. Von draußen nach drinnen wollte. Ja, hier haben wir eigentlich so den typischen Kompaniekellerbereich, sage ich auch schon mal. Das ist hier schon schön erhalten auch. Warte mal kurz. Schutzraum BW 50 Personen haben wir hier, schon mal einen klaren Hinweis darauf. Und dann haben wir hier, ach guck mal, wunderbar, der Oberfeldwebel Schlang. Wenn er das Video hier sehen sollte, bitte mal eben melden. Wir haben auf jeden Fall hier deinen Standmattkeller gefunden. Fantastische Geschichte. Hier auch nochmal herrlich. Ganz tolle Eindrücke. Alles top in Ordnung hier. Ne? Das ist hier teilweise so, als wenn es halt erst gestern ausgeräumt wurde.
Ja, das sind die typischen Gitter, die man immer kennt in diesen Kompaniekellern, die dann einzelne Bereiche noch wieder abtrennen und dafür sorgen, dass nicht als irgendwo was verschwindet. Ja, wir gehen erstmal noch weiter hier in diese Richtung runter. Wir gucken mal eben, was uns da noch erwartet. Oh ja, der Schuhputzkeller, hervorragende Sache. Hier fehlen allerdings die Armaturen, aber sonst konnte man hier seine Stiefel putzen. Ja, hier entsprechend auch nochmal, die Waschtische sind auch einfach klassisch, der Klassiker. Die Fliese ist auch der Klassiker schlechthin, wie man das aus Bundeswehranlagen kennt. Ja, und hier geht es jetzt in den eigentlichen BW50-Schutzraum. Wir können mal eben einmal, mach mal aus, guck mal, wie es leuchtet. Ja, sieht schon ganz nett aus auf der Kamera. Dann gehen wir mal runter, oder? Wolltest du da nochmal eine Aufnahme von machen? Dann leuchtet das Nee, alles gut. Es läuft sowieso jetzt durch. Ich mache jetzt gar nichts weiter. Ich lasse das einfach laufen. Das machen wir ohne Schnitt hier. So, Dennis verschwindet da schon in dem Eingang. Wir haben hier diese wunderbare Tür. Jetzt habe ich nichts mehr gesehen. Egal. Diese wunderbare Drucktür haben wir hier noch eingebaut. Und dann bewegen wir uns da mal rein, den BW50. Ich habe schon gerade gedacht, da kommt Tageslicht durch die Tür, aber das war der Dennis mit dem Strahler. So. komplett leer. Komplett leer. Trockenklosett ist noch hier. Klasse. Gucken wir mal eben. Ach ja, stimmt, da eine Ecke, ne? Da ist genau, da also das Klo. Richtig, so sieht das aus. Ja, das kennen wir so von der Anordnung auch, von dem BW25 Schutzbau in Hörste Dreierwalde. Ja, da ist die Toilette auch. Da gucken wir jetzt aber nicht rein. Aber ich glaube auch nicht, dass da was drin liegt, weil unangenehm riechen tut es hier nicht. So, hier haben wir, ist das Notausstieg oder ist das? Ja. Ja, zu diesen Klötzen, da hatte mir der Simon vom Kanal Zeichen der Vergangenheit mal was gesagt. Ich habe es allerdings leider wieder vergessen. Das kann ich dir aber sagen. Ach, der Dennis kann es das sagen. Ja. Damit wurde hier der Notausstieg gegen Strahlung sicher gemacht. Ah, okay. Normalerweise, also in Rainer hatten die sogar Zahlen. Ach, die waren mit Blei versetzt, glaube ich. Ja. Und dann hatten die Zahlen. Ja. Und dann konnte man hier so ein Tetris-Puzzle machen. Ne? Ja, alles klar. Ja, dann haben wir es. Gut. Habe ich mich, Jetzt ist dann der Sandfilter, wenn du da durchliegst. ja, habe ich mich doch noch mal so ein bisschen wieder daran erinnert. Lärmkurve ist doch nicht ganz so schlimm. Ja, der Sandfilter ist hier zu einem Wasserfilter geworden. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Aber hier oben wäre auf jeden Fall. Ach, dahinter wird der Sandfilter sein. Ja, der Rest ist dann Notausstieg. Ne, gehe ich stark von aus. Ja, interessante Sache auf jeden Fall. Gut, ja, ansonsten ist der. Bei uns überliegen hast du ja auch die Luftansaugung, ne? Durch Ja. den Sandfilter. Ja. Guck mal, noch mit verblombten Filter. Ja, ich sag mal so, eingerichtet wäre natürlich jetzt auch eine sehr spannende Sache gewesen, vor allen Dingen, weil hier gar kein Schimmel drin ist, dann hätte man mal eine ordentliche Einrichtung auch gesehen. Vielleicht finden wir noch mal einen, aber wir wollen uns jetzt auch nicht ewig in den BW50-Schutzbau aufhalten. Wir gehen jetzt mal wieder zurück nach oben und gucken mal, was uns dieser Block hier sonst noch zu bieten hat. So, ja, Kompaniekeller. Sehr interessanter Aufbau. Da sind schon viele Variationen drin. Ja. Ja, die Türen, ja. Hier ist dann die Heizungsanlage drin. Die sogenannte Hausstation. Ja, das ist alles doch ziemlich modern hier, möchte ich sagen. Das ist jetzt, ja, ich meine, es ist nicht Technik aus diesem Jahr, aber das macht schon auch wirklich einen guten Eindruck auch, ne? Ja. Das könnte wohl durchaus... So eine Grundfrostpumpe, die ist aktuell noch im Verkauf. Könnte durchaus wieder laufen. Nee, da ist auch Sofort. Oh ja, hier haben wir nochmal diese Steine hier. Haben wir da auch nochmal was gesichert damit? Ach, das ist auch interessant. Hier ist auch nochmal so eine Luftumwälzanlage, Filteranlage. Ja. Die müssten normalerweise auch leuchten.
So. Leuchtet auch. Ja, so kann man erkennen. Schöne Geschichte. So, gehen wir wieder raus hier. Mal ein Stückchen weiter. Durch den Kompaniekeller durch. Diese Türen hier, die sind auch ganz typisch. Die gibt es auch, ja, so ziemlich überall. Ein Feuermelder, Rauchmelder. So, hier haben wir den nächsten BW50 Schutzraum. Oh, guck mal hier, da haben wir, der steht richtig schön unter Wasser. Da werden wir auch nicht reingehen. Das macht keinen Sinn. Dann lassen wir da mal, der ist abgesoffen. Den lassen wir mal in Ruhe. Hier geht es nach oben, das machen wir auch jetzt sofort. Ich erwarte mir hier von den letzten Räumen nicht mehr wirklich viel. Hier ist das Stuhllager ADD. Ja. Und hier geht es dann auch nochmal nach unten. Hier ist leider auch alles abgesoffen, da brauchen wir auch nicht rein. Ich glaube, da vorne liegt noch so ein Filter. Ja, das ist so ein Auerfilter. Ja, da brauchen wir auch nichts. Da brauchen wir auch nichts mehr zu gucken. Gut, dann gehen wir einmal jetzt nach oben durch die Kompanie hier. Guck mal, 10 Minuten 26 haben wir schon. Mal schauen. Naja, das ist irgendein Rauchmelder, glaube ich, der piept, weil die Batterie leer ist. Oh, guck mal hier, richtig schön groß. Auch da vorne diese Uhr, das ist also richtig klasse Eindrücke. Sehr schönes Kompaniegebäude hier. 20 vor 3, da blieb die Uhr stehen. Da haben wir noch Sichtzeichen heraus. Mache ich sofort. So, wir gehen einmal kurz hier zum Eingangsbereich. Ich weiß nicht, wie die das hier gemacht haben. Also ein UVD-Zimmer sehe ich hier nicht. Hier nennt man das Hörsaal, bei uns hieß es Unterrichtsraum. Wo hat denn der UVD gesessen? Haben wir gar kein UVD hier gehabt? Das kann natürlich alles durchaus möglich sein. Bei uns gab es das nicht. Was haben wir denn hier für ein Zimmer? Das ist Security ESD. Ja, das war ja eine Zeit lang im Friedweg gesetzt. Ah, okay. Deswegen Ja, das kann natürlich sein. arabische Schriftzeichen davon. Ah, okay. Ja, warte, wir gehen noch mal gucken. In diesen Bereich hier nochmal irgendwo rein. Ach so, ja, okay, gut. Ja, wir haben uns jetzt auch mal eben kurz bis auf den Dachboden vorgekämpft, weil das dann nochmal wieder immer ein bisschen was anderes ist. Ihr seht hier auch noch historische Zettel. Ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Es steht auf jeden Fall Datum der Behandlung. Das ist irgendwas, Oktober soll das glaube ich heißen, 77. Wie auch immer. Es geht um die Holzschutzarbeiten, quasi um das Aufbringen dieser Farben hier. Und das habe ich in ganz vielen anderen Kasernen und Dachstühlen noch nie gesehen, dass die da irgendeine Holzschutzfarbe aufgebracht haben. Ich meine, dass das immer eigentlich das Naturholz war. Also umso interessanter, dass man das hier mal so sehen kann. Ob die Farbe jetzt in irgendeiner Weise giftig ist und wir gleich sterben werden, das weiß ich auch nicht. Wir bleiben aber auch nicht lange hier oben. Wir gehen hier nur einmal über den Dachboden. Ja, und diese Struktur hier, das haben wir auch alles schon mal gesehen mit den einzelnen Bereichen noch wieder für die einzelnen Züge, dass die da ihr Material lagern konnten oder Kompaniefeldwebel oder wer auch immer. Ja, und dann hauen wir jetzt hier wieder ab. So sehen die Blöcke auf jeden Fall aus hier in dieser Kaserne und allenfalls, wenn wir noch einen Bunker finden, wo noch die Bestuhlung drin ist, dann filmen wir den nochmal, aber das werden wir dann im Laufe des Videos sehen. Ich schalte das jetzt erstmal wieder aus. Mal eben eine Besonderheit noch, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das hier an diesem Geländer? Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht, was das ist. Auf jeden Fall hat man hier irgendwie quasi eine Stellfläche geschaffen. Wahrscheinlich hat da mal jemand Blumenkübel drauf getan. Es eignet sich aber auch ganz hervorragend, um sich da rückwärts gegenzulehnen und einfach mal lässig dazustehen. Ja, so. Das war jetzt auch nur eine kleine Randnotiz noch. Bis gleich. Ja, ich möchte mich mal eben an dieser Stelle entschuldigen bei euch als Zuschauer. Das habt ihr nicht verdient, das habe ich eigentlich auch nicht verdient. Ich habe deswegen auch extra ein saudämliches Foto
genommen von mir. Dieses Foto muss in dem Blog, wo wir da drin waren, Blog 17, entstanden sein. Ihr habt das festgestellt, wir sind gerade aus dem Kompaniekeller nach oben gegangen in das Erdgeschoss. Da wollte ich weiter filmen und ich habe das auch gefilmt und ich habe auch die erste Etage gefilmt. Aber diese Dateien sind bei mir nicht mehr vorhanden. Ich kann sie nicht mehr finden, sie sind weg. Also ich habe auch keine mit Wiederherstellungssoftware und so weiter. Hat es alles nicht gebracht. Ich weiß nicht, wo diese Dateien sind. Das ist mir in Stand jetzt, ich weiß nicht, über 260 Videos noch nie passiert, dass irgendwas weg war. Und es ist in diesem Fall umso ärgerlicher, weil ich da ja auch nicht mehr hinkomme und das in irgendeiner Weise nachfilmen kann. Also haben wir diesen Blog leider nur, zu einem Drittel, sage ich mal, gefilmt. Den Rest müssen wir uns leider klemmen. Das ist absolut enttäuschend und ich finde es gerade auch nicht toll, aber ich kann es auch nicht ändern. So, das ist dann jetzt hier das Ende des ersten Videos. Ihr habt gesehen auf der Karte vorhin, wir haben insgesamt 7 Strukturen hier gefilmt. Wir haben jetzt die ersten beiden weg und es wird mindestens noch 2 weitere Videos geben und das Videomaterial dort ist auch entsprechend komplett vorhanden. Das kann ich euch schon mal garantieren. Ja, dann hoffe ich, dass euch das trotzdem gefallen hat, dieser erste Teil. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.